Hallo zusammen, wir sind in der Türkei. Wir haben es geschafft. Ja. Es war so unheimlich. Ja, zum Zweiten, uns ist vorher nämlich die Batterie ausgegangen von der Kamera. Gerade als wir nach der Grenze haben wir ein Film machen. Ja. Auf beiden Seiten hat es ganz viele Soldaten gehabt mit Maschinengewehr und dann hat es geheißen, die Grenze gekommen. Ja. Hallo aus der Türkei zum dritten. Yep. Der dritte Versuch, etwas vom heutigen Tag zu erzählen auf Video. Ja, unsere Grenzerfahrung. Wir waren dann am Grenzposten vom Griechenland. Ja, und bei der Und der Ausreise... hat uns dann erzählt, ja, also, ob wir uns im Klaren sagen, dass wir zwar hier ausreisen können, aber hier nicht mehr einreisen können. Das heisst, wenn wir zurück auf Griechenland möchten, müssten wir via Bulgarien und dieser Grenze, die wir dort kennen, mit dem Covid-Test wieder einreisen. Ja, dann sind wir also losgefahren mit einem etwas mulmigen Gefühl, weil ja, wir nicht genau gewusst, was uns wirklich erwartet. Und dann ist zuerst mal eine Brücke gekommen. Es ist immer noch ein Teil vom Flussdelta dort, also eigentlich noch landschaftlich schön mit vielen Vögeln. Genau, es ist der Grenzfluss, kann man auch sagen. Also die Grenze geht genau durch den Fluss durch. Und auf dieser Brücke oben sind die türkischen Soldaten voll bewaffnet gestanden. Also auf der griechischen Seite und die griechische. Ja, und wir sind dann entgegengefahren und vor uns hat es einfach die bewaffneten Soldaten gehabt. Das war so ein surreales Bild. Ja, dann hat es uns geheißen anhalten und dann hat es irgendetwas rumgefunkt und dann haben wir dann gleich weiterfahren. Sind wir müssen zuerst abklären bei jemandem? Ja, sie ist auf der türkischen Seite haben sie erst angefragt, ob sie es reinlassen. Ja. Da die Velofahrer. Ja, es war ein ganz unheimliches Gefühl, einfach auf bewaffnete Menschen zuzufahren und nicht wissen, wie die auf einmal reagieren. Ich meine, du weißt mental natürlich schon, dass die da nichts machen werden, aber irgendwie ist es trotzdem mulmig. Und einfach zu wissen, du darfst die Grenze nur einseitig bereisen, das habe ich noch gar nie erlebt. Ja. Das, No return. Es gibt über Land gerade kein Zurück mehr in diesem Moment, oder? Ohne einen riesen Umweg. Das ist schon... Ja, du weißt, jetzt geht es einfach wirklich in Osten, Richtung Asien. Genau. Merhaba. Her veda edişimle düşünürüm seni bir daha görememek var. Spezielle Stimmung hier. Der Mikrokosmos ist da wo nichts und alles passiert. Dünya bile dar. Hallo. Seni düşünürken Merhaba. yağmur çizeledi. Nefesim ellerine hasret Sind wir zurück auf der Hauptstraße. Yine seni düşünürken yağmur çizeledi. Çanakkale 112 Kilometer, das ist das Ziel, das Zwischenziel. Küçük civcivim, güzel kızım, dünyam benim. Bunun adı aşksa eğer, bu aşk yalnızca sana değer. Bu adam yalnızca sana boyun eğer, küçük civcivim. Ja, merhaba aus Gelibolu. Wir sind hier an der Meerenge der Dardanellen, heissen die. Der hart umkämpfte Meerenge zwischen Europa und Asien. Genau, im Ersten Weltkrieg hat es hier riesige Schlachten gehabt. Die Westmächte, also die Ente-Mächte. Entente-Mächte. Gegen die Osmanen. Wir haben hier mega gefeitet. Die Vorherrschaft von dieser strategisch wichtigen Meerenge. Um nachher auch wie die Macht über Istanbul zu gewinnen in dem Sinn. Genau, und die ganzen Schlachtfelder, die es von dieser Zeit noch gibt, sind der Anziehungspunkt von der ganzen Gallipoli oder Gallipolo-Halbinsel. Ja, interessiert uns eigentlich nicht. Überhaupt nicht, aber es ist der schnellste Weg, um nach Asien zu kommen für uns, statt den Weg über Istanbul zu nehmen. Und für mich ist es bereits die 5. Türkei-Reise und ich war schon mehrmals in Istanbul. Und wir haben von ganz vielen Fahrradfahrern gehört, dass es der Horror sei, nach Istanbul zu fahren mit dem Fahrrad. Und darum haben wir gefunden, wir lassen die Stadt jetzt aus. Und es wäre vor allem ein riesiger Umweg gewesen. Ja. Wir
wollen so schnell wie möglich in den Süden. Ihr seht, das Wetter ist nicht wirklich der Hammer. Genau. Es ist recht frisch, ja, schön bedeckt, der Himmel. Ja, es ist definitiv sehr herbstlich da und wir hoffen, und im Süden wäre es jetzt im Moment noch schön sommerlich Genau, warm. es ist noch 4-25 Grad und Sonnenschein und wir hoffen Genau. jetzt möglichst in den Süden zu kommen Ja. und wieder ein bisschen wärmere Temperaturen zu haben. Darum fahren wir jetzt heute nach Etchabat. Das ist der Fährhafen und von dort nehmen wir nachher die Fähre über nach Çanakkale. Und somit geht es heute über nach Asien. Genau. Und bei Europa heisst es. Genau. Du auch weiter? Ja, oder die feinen, wie heisst es schon wieder? Die Toblerone-Verschnittjockey, die wir so lieben. Mahagoni, glaube ich. Ja. Oder vielleicht gibt es Kokosmilch. Vielleicht Currypaste, vielleicht Wahrscheinlich gar nicht. Teigwaren. Aber probieren wir kurz mein Glück. Leider war das Ganze ein normaler Laden. Kein Mikroprodukt. Tja, fahren wir weiter. Ja. Werden das Heimatgefühl nicht bedient. Oh. In der Türkei gibt es immer wieder grosse Prestigeprojekte, wie die Autobahnbrücke über Meerenge Dardanellen. Die Brücke soll 2023 zum 100. Jahrestag der modernen Türkei eröffnet werden und wird die längste Hängebrücke der Welt sein. Alleine die Pfeiler sind über 300 Meter hoch. Das sind die letzten Blicke von Europa, die wir haben. Wir verlassen Europa jetzt. Geht über auf Asien. Das ist ein besonderes Gefühl. Ein neuer Kontinent wartet auf uns. Wow. Ja, so früh am Morgen sieht die Stadt sehr verschlafen aus. Versprüht überhaupt nicht den gleichen Charme wie sonst. Nein, sehr traurig. Früh am Morgen um 5 Uhr. Anlamam nedenini üzmüşler bebeğimi ya. Tam yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmini ya. Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan yar. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Ay sar bu şehrin başından ya, iyice ya. Kim der ki bu rüyadan uyan, ona Das letzte Blick auf Europa. Da hinten ist Europa. Wir sind hier in die Frühstücksfabrik gegangen. Eigentlich nur, weil ich Lust habe auf einen Kaffee. Ja, ich noch einen Tee. Und dann sind wir hier abgehockt und dann ist das passiert, was ihr jetzt hier vor uns seht. Eine Explosion von Gewicht und ich habe nur einen Kaffee wählen. Und es gibt keinen Kaffee, dafür haben wir jetzt ein riesen Frühstücksbrunch und Ja. Brot. Ja, machen wir das Beste daraus, hauen wir rein. Jetzt hat gerade die Polizei angehalten. Und er hat kein Wort Englisch können. Die Verständigung war extrem schwierig. Er hat einfach den Kofferraum aufgemacht und hat uns mit Nüsse und Quitten gegeben. Ich habe probiert zu sagen, es sei viel zu viel. Wir haben keine Chance, das irgendwie zu transportieren. Es ist saumässig schwer. Aber ja, er hat nur gesagt, ja, gar nicht und ist wieder eingestiegen und abgefahren. Sie hat uns das da überreicht. Schon mal schlüpft das mal. Oh mein Gott! Da sind wir ganz in der Nähe von Troja. Aber wir haben entschieden, wir gehen nicht. Es lohnt sich nicht. ne yalnızlık ne hüzün, bu gecenin gündüzü var. Das Velo ist mit dem Ständer umgekehrt, hat den Ständer völlig verbogen und mussten abmontieren. Darum. Ja. Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan yar.
ararken peşini bırakmaz ay. Ay sarhoş yerin başından yak, iyice yak. Kim der ki bu rüyadan uyan, onu uzak. Es ist zwar noch nicht so spät, erst 20 ab 3, aber wir haben gefunden, es ist so schön da. Wir wollen hier in der Nähe irgendwo zelten. Wir haben es gerade gefunden, hier im Restaurant Wasserposten. Wir sind also jetzt gerüstet für die Nacht, für den Abend. Ja, das Zelt steht. Wir sind recht früh jetzt hier am Zeltplatz. Wir können es ein bisschen gemütlich nehmen. Wir haben hier ein Waldstückchen gefunden mit Sonne. Wir werden jetzt hier noch hinhöckeln, ein Bierchen trinken, ein bisschen Sonne. Ja, und es easy nehmen. Schön, dass wir genug früh dran sind und Zeit haben, um einfach noch ein bisschen geniessen. Ja, es ist eigentlich gar nicht mehr so früh am Morgen, aber es ist immer noch eiskalt. Immer noch mega am Frieren. Aber ja, wir sind auf dem Weg Richtung Assos. Jetzt geht es nochmal auf den Höger rauf. Ja, da hinten sind wir sicher auch noch über. Ja, wir sind in Assos, im Dörfli. Und jetzt gehen wir den Athenen-Tempel anschauen. Die alte griechische Stadt. Unsere erste Steinhüpfe in der Türkei. Ja. Nummer 1. Es folgen noch viel die nächsten Tage und Wochen. Ja, die Türkei hat viel davon. Wir sind hier in Assos auf der Akropolis oben, bei dem Tempel von Athena, zumindest was da übrig ist. Schauen eben, wie gesagt, mal so einen Steinhaufen an. Ja. Und den Tempel hat man natürlich an der höchsten Stelle gebaut. Ja, klar. Mit der grandiosen Sicht, damit man es schon von weitem gesehen hat. Das, was man hier hinten im Hintergrund sieht, ist die Insel Lesbos. Und die Stadt ist eigentlich da unten am Hang untergebaut worden. Die elegante Tanzaufführung. Da haben ein paar Häuser vor der Stadtmauer. Sarkophag, die hier rumliegen.
Also wir haben gefunden, das wäre vielleicht ein gutes Zelt, das wir hier kaufen könnten. Ich bin einfach nicht ganz sicher, ob es dicht ist. Und ein paar Ersatzrädchen hat es auch. Ja, haben wir auch gesehen. Ja. Zum Beispiel hier. So einen kleinen Tontopf als Töpperwehrersatz. Ja, das früher immer gehabt, haben wir gesehen. Dem Modell von der Treue haben wir auch gesehen, die haben überall Tontöpfe vor ihrem Zelt, vor ihrem Haus gehabt. Guten Morgen! Wir sind hier an der Küste im Golf von Edremit unterwegs. Wir haben gestern ja Assos angeschaut und dann am Nachmittag haben wir ein paar negative Momente gehabt. Ich habe meine Sonnenbrille verloren, wahrscheinlich auf dem Campingplatz von gestern. Und dann hatte ich auch noch eine Platte gehabt, und es ist immer später geworden. Und recht viele Unterkünfte an der Küste sind schon geschlossen. Recht viel wenig Platz gehabt zum Wild zu zelten, weil alles Olivenhaine sind und die Leute sind voll mit der Olivenernte beschäftigt. Und dann haben wir aber hier noch per Zufall etwas gefunden, das offen hat. Und zwar waren es da gerade am Olivenpflücken gewesen. Wie man hier sieht, die ganze Säcke hier sind voll von Oliven. Das älteres Ehepaar, das hier dran war. Genau. Und wir haben gefragt, ob sie offen haben. Und dann haben sie gesagt, ja, kein Problem, wir können hier übernachten, in diesem kleinen Häuschen hier. Und ja, es ist echt mega herzig, hier mit in den Oliven rein. Da vorne ist auch noch das Meer. Sie haben für uns hier zum Morgen zubereitet. Ja, und dann haben wir gestern Abend gekocht und hier draussen gegessen. Immer begleitet von dem hübschen Büsi, das es hier hat. Ja, ganz herzig. Ja. Genau. Verschmuste. Und was machen wir heute? Heute fahren wir weiter auf Ayvalik. Es sind etwa 80 Kilometer. Alles schön am Meer entlang, dieser Bucht. Ja. Dort ist bekannt auch für Oliven. Also wird sich nicht viel ändern. Und was wir gestern auch noch entdeckt haben, sind Maulbeersaftstände. Und wir haben uns auch hier gerade eine Flasche Maulbeersaft gekauft. Das schmeckt ein bisschen wie Traubensaft. Ja. Ganz süß und ja. Haben wir noch nie gehabt vorher für euch. Ja, sehr gut. Genau. Hallo zusammen, wir sind hier in Pergamon. Auf der Akropolis oben am Steinhaufen anschauen, die zweite.